Hi offene Tür, hi Gemeinde, hey, wir vermissen es, euch alle sehen zu können, aber wir bekommen großartige Berichte bezüglich diesen kurzen Teachings und deswegen, wir machen hier weiter. Natürlich auch bezüglich unserer Live-Gottesdienste Sonntag. Sei dabei am kommenden Sonntag. Wir hören auch gute Berichte in Bezug auf die Kleingruppen, die sich unter die Woche treffen, also per Skype oder per Zoom. Wir haben auch gestern gehört, dass einige neue Jugendliche hinzu möchten zu den Youth Connect Groups. Wie cool ist das? Ich möchte gerne hier kurz ein Teaching von unserem großartigen Gründungspastor, meinen Schwiegervater, direkt aus seinem Homeoffice bei sich zu Hause zum Thema Glaube und Hoffnung vorstellen. Und gerade in dieser herausfordernden Zeit, wir brauchen diese großartige Lehre. Er ist voller Weisheit, er ist ein Segen für euch, für mich. Wir lieben euch, Gemeinde. Hier ist Pastor Al. Ich freue mich, dass ich euch wieder so ansprechen kann. Unsere Themen bei diesen Andachten sind Glaube und wie können wir unser Glaube stärken. Und ich habe kein Whiteboard hier bei mir, will ich an der Wand schreiben, so will ich euch hier zeigen, Glaube ist. Mal sehen, ob das hier funktioniert, okay? Und Glaube ist, und wir wollen es begründen auf Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Und ihr könnt mitschreiben, wenn ihr wollt. Und wir wollen zusammen das ein bisschen näher betrachten. Der Coronavirus ist auf uns. Viele Leute haben Unsicherheiten. Manche Leute sind in der Panik. Und ich habe heute gehört, auf dem Fernsehen, einen Bericht gesehen. Einer sagt, einen kleinen Betrieb hatte, er sagte, ja, ich stehe vor dem Abgrund. Der nächste, mit dem sie ein Interview gemacht haben, sagt, ja, es ist eine Katastrophe. Die haben Angst über ihre Existenz, sie wissen nicht, wie es weitergeht. Und wie bauen wir unseren Glauben auf, sodass wir nicht so leben müssen vor dem Abgrund? Wie sollen wir uns benehmen? Wenn du mitten im Winter vor dem Berg stehst und da ist ein Berg und du willst hochfahren und du siehst Schnee bedeckt und du sagst, oh, ich hätte gestern Winterreifen montieren sollen. Ja, dann ist es ein bisschen spät. So wann ist es Zeit, an unserem Glauben zu arbeiten, dass es stark wird? Ja, mitten in der Krise, wenn nichts anderes, dann ist jetzt Zeit, Reifen zu wechseln. Aber gut, wenn man Zeit nehmen kann, vorher, in Ruhe, und wenn es vorbei ist, dass wir weiter an unserem Glauben arbeiten, damit unser Glaube stark ist. Ich will den Vers lesen, Hebräer 11, Vers 1, Neues Leben übersetzen. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf. Ich will einige Worte betonen. Vertrauen. Es hat mit Vertrauen zu tun. Was ist nun also der Glauben? Es ist Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, es hat mit Hoffnung zu tun, nicht Hoffnung, wie ich hoffe, dass die Sonne scheint morgen, sondern etwas sicherer als diese Hoffnung. Dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Etwas soll sich erfüllen. Wir haben ein Ziel, ein Endergebnis. Und die Überzeugung, das ist dieses feste Überzeugung. Der Glauben ist eine Überzeugung, nicht ein Sprung ins Dunkelheit. Lies es in mehrere Übersetzungen und ihr werdet sehen, was ich versuche zu beschreiben hier. Ich will es unter 3 verschiedene Worte bearbeiten und die stehen hier in diesem Vers. Und das erste ist Hoffnung. Hoffnung. Könnt ihr es lesen? Hier bin ich. Ich will hier und das müsst ihr hier. Hoffnung und dann Glauben. Und das dritte, Erfüllung. Erfüllung. Das Ziel ist, dass wir die Erfüllung erreichen, aber ohne diese Hoffnung, ohne das Glauben geht nichts in Erfüllung. Was dann ist Hoffnung? Hoffnung ist nicht Glauben. Das ist die Vorstufe, so die Blaupause für Glauben. Auf was können wir hoffen? So wie die Bibel das beschreibt, will ich euch noch ein Wort geben hier.
ihr seht es nicht, ne? Zuversichtliche Erwartung. Es ist eine Erwartung, aber zuversichtlich, Erwartung. Diese zuversichtliche Erwartung. Was bedeutet das? Auf was habe ich ein Recht? Oder für was habe ich ein Recht zu erwarten? Was kann ich erwarten? Was sagt Gott, sind meine Erwartungen? Zuversichtliche, nicht Hoffnung, dass, naja, mal sehen, ob es klappt oder nicht. Man weiß nicht, was Gott tut. Seine Wege sind mysteriös. Nein, 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 nein. Sondern ich habe eine Erwartung, dass Gott etwas tun wird. Er wird mich versorgen. Er wird auf mich aufpassen. Er wird mich heilen. Finanzen, Beziehungen. Gott kümmert sich um uns. Aber diese Hoffnung ist auch auf Tatsachen begründet. Und die Basis für unsere Hoffnung ist Gottes Wort. Und das ist der Fundament, der Basis, der Eckstein sozusagen, wenn wir es so beschreiben wollen. Gottes Wort ist der Eckstein von unserer Hoffnung. Unsere zuverlässige Erwartung ist zuverlässig, weil es auf Gottes Wort begründet ist. Wir lesen Gottes Wort, es geht in unseren Kopf hinein durch die Augentoren und durch die Ohrentoren und wir haben es hier, wir verstehen es, da fängt es an, aber es muss in unseren Herzen kommen und das geht durch Nachsinnen. Viele benutzen das Wort meditieren, aber das Wort meditieren ist in Verruf geworden, aber Nachsinnen, denken darüber nach. Was hat Gott gesagt? Man schaut jedes Wort an, man betrachtet es. Wenn wir im Glauben das aussprechen und es geht im Herzen, weil wir darüber nachsinnen, hier im Herzen, es im Herzen geht, es ist voll, es sprudelt über. Es kommt ein Punkt, wo wir das begreifen. Es ist wie eine Explosion in uns. Es geht über und wir sagen, ich glaube es. Jetzt ich verstehe es und jetzt glaube ich es. Gottes Verheißungen sind wahr. Und wie weißt du, dass du glaubst? Wenn du die Freude hast. Vielleicht hast du die Arbeitsstelle verloren, aber innerlich, weil du dich mit Gottes Wort gesättigt hast, kommt eine Freude raus. Und diese Freude ist Gott, ich kann kaum erwarten, was du tun wirst. Ich freue mich, das zu sehen, was du versprochen hast. Und das ist der Beweis, dass du Glauben hast. Dann, wenn du Gott dafür dankst, aufgrund dieser Freude, Philipper 4, Vers 16, bring alles vor dem Herrn mit Danksagung und die Friede Gottes, Friede und Freude, die gehen Hand in Hand. Wenn die Freude da ist, dann weißt du, du hast den Glauben und es geht in Erfüllung.